Ja, hallo Mädels und Jungs. Thema heute nützliche Apps. Ja, und das erste App, das relativ nützlich ist für Motorradfahrer oder auch für alle anderen, ist dieses Tank-App oder Tank-Datenbank. Ähm, Recht klasse, weil man eine tolle Übersicht hat über die Tankvorgänge und man nicht immer die Kilometer ausrechnen muss, sondern nur die Gesamtkilometeranzahl eingeben kann. Und es gibt natürlich auch verschiedene Fahrzeuge und es hat den Vorteil, dass es natürlich auch jemanden an die Wartung erinnert, beziehungsweise Motorölverbrauch etc. Man kann Überblicke über die Ausgaben bekommen und ja, keine Beschränkung in den Fahrzeugen. Und was ich noch ganz toll finde, ist, ihr könnt es sichern, entweder auf den eigenen Server für die App oder ihr sichert es einfach auf irgendein Laufwerk wie zum Beispiel Drive oder was auch immer. Klasse Sache, kostenfrei und ja, begleitet mich eigentlich für die Suzuki Freewind und für die Lido ideal zum Tanken. Ja, eine überaus tolle App ist das Magic Earth. Ich habe ja fürs Motorradfahren eine Routing-App gesucht, wenn ich mal nicht mit dem Roadbook fahren möchte. Und habe es dann natürlich auch gleich vor meinem Amerika-Urlaub getestet in Miami und Orlando. Das ist zum Beispiel ein wirklich tolles App, das einen anzeigt, alle Routen und so weiter, und man kann natürlich auch Strecken eingeben und so weiter. Und das absolut Tolle daran ist, man kann die ganzen Karten herunterladen. Hier sind alle Karten, die verfügbar sind, wie China, Deutschland, Amerika aufgeteilt, Großbritannien etc. Bis über Russland und was auch immer. Wirklich alle Länder vertreten. Hier hat man dann die Karten, die man heruntergeladen hat. Und hier wären noch Karten, die zum Beispiel zurzeit heruntergeladen werden. Damit, dass man die Karten herunterlädt, kann man natürlich auch offline routen und braucht keine Internetverbindung. Und damit ist es ein tolles Tool mit keinen Kosten verbunden. Also ein kostenfreies Tool ist wirklich eine super Sache. Und hat uns wirklich in Florida sehr weitergeholfen, war echt toll, alles gefunden, hat uns toll geroutet und ja, kann ich euch nur ans Herz legen, ist zum Beispiel für euch eine praktische, kostenlose Alternative für das Mobile Phone, wenn ihr kein Routengerät kaufen wollt. Die Karten werden immer abgedatet und man wird auch gefragt, und ja, man kann auch natürlich viele Daten auf der Speicherkarte ablegen und braucht sie so nicht am Telefon halten. Was für ein App habe ich noch? Praktisches App ist zum Beispiel Speedometer GPS, um nicht nur zu messen per GPS, wann ist man weggefahren, wie ist die schnellste Geschwindigkeit, was ist der Durchschnitt, welche Höhenmeter man sich gerade befindet, in welche Richtung ist man unterwegs.
Es gibt auch noch die Übersicht der Satelliten und ein praktisches Höhendiagramm. Was sehr praktisch ist, ist, man kann für Auto und für Radfahren eingeben und hier setzt man es zurück und ja, es werden dann auch die Strecken mit gespeichert und man kann dann diese Strecke in einem Blog zur Verfügung stellen oder wo auch immer oder auf einer Seite beziehungsweise auch mit Freunden scheren. Ist ein sehr kleines, wieder ein kostenloses Tool und funktioniert wirklich hervorragend. Was ich noch sehr gerne verwende, ist zum Beispiel Olysse Tachometer, weil es sehr viele tolle Funktionen hat, wie zum Beispiel es zeigt auch die Höhe, den Kompass und so weiter an, auch die Temperatur, aber man hat auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel, wenn man sehen möchte, wie gut die Beschleunigung ist, kann man hier auf 60 und auf 100 km/h und auf die Viertelmeile die Geschwindigkeit und natürlich auch die Zeit messen. Also auf die Viertelmeile die Zeit und ansonsten auf 60 und 100 km/h die Geschwindigkeit. Ist natürlich auch voll einstellbar auf das metrische und auf das amerikanische System, auf das Zollsystem, zeigt auch immer schön die Batterie an und hat halt noch viele Zusatzfunktionen wie Head-Up-Display und so weiter, was für Motorradfahrer natürlich uninteressant ist, aber man kann es dann im Auto auch noch dazu verwenden. Was auch klasse ist, es hat eine Navigationsfunktion. Das heißt, wenn ich jetzt auf Navi gehe, kann ich irgendein Navi-Programm aufrufen und es zeigt mir dann trotzdem zusätzlich die Geschwindigkeit an. Einziger Nachteil, wenn ich es zumache, bleibt hier oben das Programm immer aktiv und zeigt mir auch immer gleich die Geschwindigkeit an. Das heißt, ich muss natürlich wirklich hier ins Menü hineingehen und sagen App beenden, sonst läuft sie weiter. Ja, das waren mal die wirklich interessanten Apps, die man für Motorradfahren und überhaupt fürs Fahren verwenden kann. Was ich noch toll finde, ist zum Beispiel RC-Oid. Und da ich für meine alte Musikanlage keine Fernbedienung mehr hatte, stellt mir das alle Funktionen zur Verfügung und man kann natürlich auch die Fernbedienungen wechseln, wie zwischen der Grundig, einer Sonic oder einer Samsung. Und das ist wirklich toll. Und man braucht sich nur ein kleines Tool herunterladen und kann dann alle Infrarot-Fernsteuerungen damit nachsimulieren. Und für die Grundig M20, eine sehr alte, aber noch gut funktionierende Anlage, hat mir der Betreiber der App gleich ein Tool zugeschickt. Ist wirklich toll. Funktioniert natürlich nur auf den Samsung 4 bis 6 meines Wissens, da nur die eine Infrarotschnittstelle haben. Beim 7er habe ich gehört, gibt es keine mehr und das ist ein Samsung S5 und somit ideal, um es auch als Infrarotfernsteuerung zu nutzen für die Musikanlage oder auch für den Fernseher. Ja, das war's. Das sind meine Apps, die ich nutze und ja, bleibt nur noch mal eines zu sagen, wie immer, oben bleiben und wir sehen uns.